Redewendungen bei der Arbeit. Folge 2. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unserer Serie Typische deutsche Redewendungen. Es freut mich wirklich sehr, dass du heute wieder dabei bist, um dein Deutsch auf das nächste Level zu heben. Es zeigt, dass du bereit bist, die Sprache nicht nur oberflächlich zu lernen, sondern tief in die Kultur einzutauchen. In der letzten Folge haben wir über Redewendungen im Alltag gesprochen. Wir haben über Tomaten auf den Augen, Bahnhöfe, Wurst und Katzen gelernt. Das sind Bilder, die Deutsche jeden Tag benutzen, oft ganz automatisch und ohne darüber nachzudenken. Wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast, empfehle ich dir, das nachzuholen, denn sie legt die Basis für unser Verständnis von bildhafter Sprache. Heute machen wir einen sehr wichtigen Schritt weiter. Heute betreten wir einen Ort, an dem Sprache eine ganz besondere Rolle spielt: den Arbeitsplatz. Egal, ob du in einem modernen Büro in einer Großstadt arbeitest, in einer Werkstatt, im Lager, in der Pflege, in der Gastronomie oder in der IT. Am Arbeitsplatz wird nicht so gesprochen wie im Lehrbuch. Dort wird klar gesprochen, oft direkt, manchmal indirekt, aber fast immer mit Bildern und Redewendungen. Vielleicht hast du das schon erlebt. Du verstehst die einzelnen Wörter, aber du verstehst nicht die Bedeutung des ganzen Satzes. Oder du verstehst den Satz, aber nicht, was dein Chef wirklich damit sagen möchte. Genau hier setzen wir heute an. Bevor wir starten, möchte ich dich wieder an unser gemeinsames Lernritual erinnern. Diese Folge ist kein Text zum schnellen Konsum. Sie ist ein Trainingsraum für dein Ohr und deinen Verstand. Mein Vorschlag für dein Ritual: erstes Hören, entspannt zuhören. Versuche nicht, alles sofort zu analysieren. Lass die Sprache einfach wirken und versuche, die Situationen im Kopf mitzuerleben. Zweites Hören, nutze das Shadowing. Sprich die Redewendungen und Beispielsätze laut oder leise mit mir mit. Gewöhne deine Stimme an den professionellen Klang. Drittes Hören, entspannt hören. Du wirst merken, wie viel vertrauter dir die Ausdrücke bereits vorkommen. Lass diesen Gedanken kurz wirken. Sprache im Beruf bedeutet nicht Perfektion. Sie bedeutet Verstehen, Klarheit und Sicherheit. In der deutschen Arbeitswelt schätzt man Effizienz und Präzision. Redewendungen helfen dabei, komplexe Dinge schnell auf den Punkt zu bringen. Kleiner Hinweis: Diese Folge ist besonders geeignet für Lernende ab Niveau A2 bis B1, die im Berufsalltag sicherer Deutsch verstehen und natürlicher reagieren möchten. Auch fortgeschrittene Lernende profitieren davon, weil genau diese Redewendungen im echten Arbeitsleben ständig benutzt werden. Warum Redewendungen im Job so entscheidend sind? Im Berufsleben geht es oft um Verantwortung, Effizienz und Zusammenarbeit. Deutsche Kommunikation im Job ist meist sachlich, manchmal direkt und sehr oft bildhaft. Redewendungen sind hier wie Werkzeuge. Sie helfen uns dabei, Kritik indirekt oder konstruktiv zu äußern, Zustimmung klar zu signalisieren, Probleme präzise zu benennen, Verantwortungen eindeutig zu klären. Wenn du diese Redewendungen nicht kennst, kann es passieren, dass du eine Situation falsch einschätzt oder eine wichtige Anweisung missverstehst. Heute lernst du genau die Ausdrücke, die du wirklich hörst: im Meeting, im Gespräch mit dem Chef, unter Kollegen oder bei der Lösung von Problemen. Hör gut zu. Den Nagel auf den Kopf treffen. Langsam: den Nagel auf den Kopf treffen. Diese Redewendung bedeutet genau richtig liegen, das Problem oder die Lösung exakt benennen, etwas sehr präzise ausdrücken. Stell dir ein Meeting vor. Viele Menschen reden durcheinander. Es gibt viele Theorien. Dann sagt eine Kollegin einen einzigen Satz und plötzlich ist alles klar. Sie hat das Kernproblem gefunden.
In diesem Moment sagt der Chef, ja, da haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist ein großes Lob. Es bedeutet, dass du analytisch gedacht hast und verstanden hast, worum es wirklich geht. In einer Kultur, die Effizienz schätzt, ist das eine sehr wichtige Fähigkeit. Hör den Satz noch einmal und sprich ihn leise mit. Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Wenn in einer Besprechung viel geredet wird, aber niemand eine Entscheidung trifft, wird man in Deutschland oft ungeduldig. Wenn man endlich Ergebnisse sehen will, sagt man, wir müssen jetzt Nägel mit Köpfen machen. Früher wurden Nägel von Hand geschmiedet. Ein Nagel ohne Kopf war billig, aber unpraktisch. Ein Nagel mit Kopf war ein fertiges Produkt. Bedeutung heute: eine Sache zu Ende bringen, eine klare Entscheidung treffen, keine halben Sachen machen. Wenn du ein Projekt endlich abschließen willst, sagst du: Leute, genug geredet. Wir machen jetzt Nägel mit Köpfen und unterschreiben den Vertrag. Mach hier kurz eine Pause. Gibt es in deiner Arbeit gerade ein Thema, bei dem du endlich Nägel mit Köpfen machen möchtest? Jetzt eine Redewendung, die du oft hören wirst, wenn die Stimmung im Team schlecht ist. Dienst nach Vorschrift machen. Wiederholung: Dienst nach Vorschrift. Bedeutung: nur das absolute Nötigste tun. Keine Extraleistung zeigen. Exakt das machen, was im Vertrag steht, und keine Sekunde länger bleiben. Stell dir vor, ein Mitarbeiter fühlt sich nicht wertgeschätzt. Er entscheidet sich innerlich: ab jetzt mache ich nur noch Dienst nach Vorschrift. Er kommt pünktlich, er geht pünktlich auf die Minute, er macht seine Arbeit korrekt, aber er zeigt kein Engagement mehr. Diese Redewendung wird oft kritisch benutzt. Wenn ein Chef sagt, die Abteilung macht momentan Dienst nach Vorschrift, dann meint er, dass die Motivation fehlt. Es beschreibt einen inneren Rückzug. Hör noch einmal zu. Er macht momentan nur Dienst nach Vorschrift. Kontrolle behalten. Etwas auf dem Schirm haben. Diese Redewendung ist extrem häufig im modernen Büroalltag. Etwas auf dem Schirm haben. Wiederholung: auf dem Schirm haben. Der Schirm ist hier wie ein Radarschirm. Wenn etwas auf deinem Radar ist, dann siehst du es. Du weißt, dass es da ist. Bedeutung: etwas wissen oder im Blick haben. Sich einer Sache bewusst sein. An eine Aufgabe denken. Beispiel: Dein Chef fragt, haben Sie den Termin am Freitag auf dem Schirm? Er fragt nicht nach deiner Meinung zum Termin. Er fragt: Weißt du davon? Denkst du daran? Du antwortest: Ja, das habe ich auf dem Schirm. Das klingt sehr professionell und signalisiert Kontrolle. Sprich mit mir: Ich habe das auf dem Schirm. Jetzt wird es ein wenig technischer, aber sehr realistisch für Projekte. Da müssen wir nachjustieren. Wiederholung: nach, Ren. Bedeutung: etwas leicht anpassen oder korrigieren. Eine Feinabstimmung vornehmen. Stell dir ein Projekt vor. Die Richtung stimmt, aber die Details sind noch nicht perfekt. Jemand sagt im Meeting, das Konzept ist gut, aber beim Budget müssen wir noch etwas nachjustieren. Das klingt ruhig, sachlich und lösungsorientiert. Es ist keine harte Kritik, sondern ein konstruktiver Hinweis, dass man noch etwas verbessern muss. Lass diesen Gedanken kurz wirken. Nachjustieren ist ein sehr positives Wort für Veränderung, weil es zeigt, dass man fast am Ziel ist. Effizienz im Meeting. Das ist nicht zielführend. Das ist eine klassische Redewendung für deutsche Meetings. Das ist nicht zielführend. Wiederholung: nicht zielführend. Bedeutung: das bringt uns nicht weiter. Das hilft nicht dabei, das Ziel zu erreichen.
Das ist Zeitverschwendung. Wenn eine Diskussion zu lang wird oder zu emotional, sagt jemand ganz sachlich: „Ich glaube, dieser Punkt ist gerade nicht zielführend." Das ist typisch deutsch. Direkt, sachlich, ohne Drama. Es bedeutet: Lasst uns zurück zum eigentlichen Thema gehen. Es ist ein effektives Werkzeug, um Zeit zu sparen. Hör den Rhythmus. Das ist gerade nicht zielführend. Jetzt etwas sehr Positives, das Verantwortung zeigt. Etwas in die Wege leiten. Wiederholung: in die Wege leiten. Bedeutung: einen Prozess starten. Die ersten Schritte für eine Lösung machen. Etwas offiziell beginnen. Beispiel: Ich werde die Bestellung heute noch in die Wege leiten. Das bedeutet nicht, dass die Ware heute ankommt. Es bedeutet: Ich habe den Prozess gestartet. Ich kümmere mich darum. Diese Redewendung zeigt Initiative und Zuverlässigkeit. Sprich mit mir: Ich leite das in die Wege. Kurzer Moment für dich. Du hast jetzt schon mehrere zentrale Redewendungen aus dem Berufsalltag gehört. Wenn du nicht alles behalten hast, ist das völlig normal. Dein Ohr lernt gerade und genau das ist das Ziel. In vielen modernen Firmen wird gefordert: Wir müssen über den Tellerrand schauen. Wiederholung: über den Tellerrand schauen. Stell dir vor, du bist auf einem Teller. Wenn du nur auf den Teller schaust, siehst du nur deinen kleinen Bereich. Aber wenn du über den Rand schaust, siehst du den ganzen Tisch und den Raum. Bedeutung: offen für neue Ideen sein. Nicht nur an die eigene Abteilung denken. Ganzheitlich und kreativ denken. Wenn dein Chef sagt: Schauen wir mal über den Tellerrand, meint er: Seien Sie kreativ. Schauen Sie, wie andere Branchen dieses Problem lösen. Mach hier kurz eine Pause. Wann hast du das letzte Mal über den Tellerrand geschaut? Es ist die Basis für Innovation. Kapitel 10: Logik. Hand und Fuß haben. Wenn ein Plan oder ein Projekt in Deutschland vorgestellt wird, fragt man sich: Ist das solide? Wenn alles logisch ist, sagen wir: Das hat Hand und Fuß. Wiederholung: Hand und Fuß haben. Ein Körper mit Händen und Füßen ist komplett und lebensfähig. Bedeutung: Ein Plan ist gut durchdacht und solide. Ein Argument ist logisch und überzeugend. Wenn dein Kollege sagt: Dein Vorschlag hat Hand und Fuß, dann ist das ein großes Lob für deine Gründlichkeit. Hör den Satz noch einmal. Dein Konzept hat Hand und Fuß. In Meetings hörst du oft: Das steht noch zur Debatte. Wiederholung: zur Debatte stehen. Bedeutung: Das ist noch nicht entschieden. Darüber wird noch diskutiert. Wenn jemand fragt: Wird das Projekt verlängert? Und der Chef antwortet: Das steht noch zur Debatte, dann weißt du, die Entscheidung ist noch offen. Es ist eine sehr formelle, aber wichtige Redewendung für Entscheidungsprozesse. Eine kleine, aber sehr reale Redewendung für den Alltag. Lass uns das kurz durchsprechen. Wiederholung: kurz durchsprechen. Bedeutung: etwas informell klären. Kurz besprechen, meistens ohne großes Meeting. Können wir den Plan für morgen kurz durchsprechen? Das klingt freundlich und lösungsorientiert. In der Realität dauert es manchmal länger als kurz, aber der Ton ist immer kooperativ. Sprich mit mir: Lass uns das kurz durchsprechen. Es gibt zwei Redewendungen, die viel über die soziale Struktur im Job aussagen. Erstens: ein alter Hase sein. Das ist jemand mit sehr viel Erfahrung. Jemand, der alle Tricks kennt. Frag mal den Hans, der ist ein alter Hase in der IT. Es ist eine respektvolle Bezeichnung für jemanden, der schon lange dabei ist. Zweitens: den Ball flach halten.
Das kommt aus dem Fußball. Wenn die Situation stressig wird oder es Streit gibt, sagt man: Leute, lasst uns den Ball flach halten. Es bedeutet, bleibt ruhig, übertreibt nicht, geht kein Risiko ein. Lasst diese Bilder kurz wirken. Ein alter Hase weiß meistens am besten, wann man den Ball flach halten sollte. Zum Schluss noch 2 Redewendungen für schwierige Situationen. Wenn ein Projekt sehr schwer ist und man den Mut verliert, sagt man: Er wirft die Flinte ins Korn. Das bedeutet, er gibt auf. Man benutzt es oft motivierend. Jetzt wirf doch nicht gleich die Flinte ins Korn. Wir finden eine Lösung. Und dann gibt es noch blau machen. Das bedeutet, ohne Grund nicht zur Arbeit oder zu schwänzen. Man tut so, als ob man krank wäre. Sei vorsichtig mit diesem Ausdruck. Er beschreibt unprofessionelles Verhalten. Wenn jemand sagt: Ich glaube, er macht heute blau, dann ist das ein schwerer Vorwurf. Vielleicht fragst du dich am Ende dieser langen Folge: Warum sollte ich diese komplizierten Bilder lernen? Du musst diese Redewendung nicht sofort aktiv benutzen. Es reicht, wenn du sie zuerst verstehst, wenn andere sie sagen. Verstehen kommt vor Sprechen. Kann ich nicht einfach sagen, ich habe viel Erfahrung oder ich bin nicht zuständig? Natürlich kannst du das, aber Sprache am Arbeitsplatz hat auch eine soziale Funktion. Wenn du sagst: Das habe ich auf dem Schirm, wirkst du sofort wie ein Insider. Du zeigst, dass du die Codes der deutschen Arbeitswelt verstehst. Diese Redewendungen machen die Kommunikation schneller und menschlicher. Sie brechen das Eis zwischen Kollegen. Außerdem hilft es dir, Kritik besser zu verstehen. Wenn dein Chef sagt: Das ist nicht zielführend, dann ist das eine klare Ansage, aber er sagt es professionell. Wenn du die Redewendung kennst, nimmst du es weniger persönlich und reagierst lösungsorientiert. Wenn du bis hierher zugehört hast, hast du heute echte Berufssprache gelernt. Genau die Ausdrücke, die man im Arbeitsalltag ständig hört, aber selten bewusst erklärt bekommt. Du musst sie heute noch nicht perfekt beherrschen. Es reicht, wenn du sie erkennst und einordnen kannst. Genau das ist der erste große Schritt zu mehr Sicherheit im Job. Lass uns zum Abschluss die wichtigsten Begriffe von heute noch einmal gemeinsam wiederholen. Ich sage sie erst langsam und dann in einem natürlichen Tempo. Hör zu oder sprich leise mit. Spiel den Rhythmus dieser Berufssprache. Den Nagel auf den Kopf treffen. Genau richtig liegen. Dienst nach Vorschrift machen. Nur das Nötigste tun. Etwas auf dem Schirm haben. Über etwas informiert sein. Nachjustieren. Etwas fein einstellen oder korrigieren. Nicht zielführend. Bringt uns nicht zum Ziel. Etwas in die Wege leiten. Einen Prozess starten. Über den Tellerrand schauen. Kreativ und offen denken. Hand und Fuß haben. Gut durchdacht sein. Zur Debatte stehen. Noch nicht entschieden sein. Kurz durchsprechen. Informell besprechen. Den Ball flach halten. Ruhig bleiben. Ein alter Hase sein. Viel Erfahrung haben. Lass diese Sätze noch einmal in deinem Kopf klingen. Du musst sie heute noch nicht perfekt beherrschen. Es reicht, wenn du sie erkennst, wenn du sie im Büro oder in der Werkstatt hörst. Heute hast du gelernt, wie Deutsche im Beruf denken und sprechen. Nicht kompliziert, sondern klar, strukturiert und bildhaft. Denk an unser Ritual. Hör dir diese Folge in den nächsten Tagen mehrmals an. Beim ersten Mal hör einfach zu. Beim zweiten Mal nutze das Shadowing. Beim dritten Mal genieße das Gefühl, dass diese professionellen deutschen Sätze langsam vertraut werden.
In der nächsten Folge werden wir uns 3 der wichtigsten Verben im Deutschen ansehen und schauen, welche Redewendungen man mit ihnen bilden kann. Es geht um haben, sein und machen. Du wirst staunen, wie vielseitig diese einfachen Wörter sind und wie oft sie in Redewendungen vorkommen. Die nächste Folge heißt Folge 3: Redewendungen mit haben, sein und machen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Es ist toll zu sehen, wie konsequent du an deinem Deutsch arbeitest. Bleib neugierig, bleib dran und vertraue deinem Lernprozess. Jeder Tag, an dem du Deutsch hörst, bringt dich deinem Ziel näher. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, viel Erfolg bei der Arbeit und alles Gute.